Du hast vor, deinen Obstbaum in deinem Garten zu schneiden, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video erfährst du kurz und knapp, warum der Obstbaumschnitt so wichtig ist, wann am besten der Zeitpunkt dazu ist und was du dabei beachten musst. Klingt interessant für dich? Dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Draußenhelden-Video. Mein Name ist Thomas und heute geht es um den Obstbaumschnitt. Und dieses ist eines meiner Lieblingsthemen, weil Obstbaumschnitt mag ich aus zweierlei Gründen. Nämlich das eine ist, mit diesem Thema hat mein Papa mich quasi in den Garten gebracht. Das war praktisch mein erster Kontakt mit der Gartenwelt. Und zum anderen mag ich es, mit dem Thema Obstbaumschnitt dir zu erklären, wie Bäume überhaupt ticken, also was geht in den Köpfen der Bäume vor, warum wachsen die so, wie sie wachsen und vor allem, wie können wir Menschen gezielt eingreifen, sodass es hinterher ein perfektes Ergebnis gibt. Und deswegen, du kennst meine Videos vielleicht schon, habe ich auch dir für dieses Thema 3 Antworten auf 3 Fragen mitgebracht, nämlich die so wichtige Frage, warum müssen wir Obstbäume schneiden und dann, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür und schließlich, wie geht das? Ich wünsche dir mit diesem Video ganz viel Spaß. Und wir starten auch gleich mit Frage Nummer 1. Warum müssen Obstbäume geschnitten werden? Und jetzt könnten wir gleich mal in den Kopf eines Obstbaumes reinschauen und wir fragen mal einen Apfelbaum, na, was geht eigentlich in dir so vor? Und der Apfelbaum würde ganz klar sagen, ich möchte erstens groß werden. Ich möchte zweitens viele Früchte bringen und ich möchte drittens irgendwann sterben und das Feld meinen Nachkommen überlassen. So, das ist also die Ansicht des Baumes. Nach der Idee lebt er. Und jetzt fragen wir uns Menschen, was wollen wir denn von den Obstbäumen? Und wir Menschen, wir sagen doch meistens, ja, also der Baum sollte nicht zu groß werden, weil wir wollen ja an die Früchte gemütlich drankommen. Und wir wollen zweitens ein Baum, der große Früchte bringt und natürlich gern viele, aber wichtig ist große und gesunde Früchte. Und drittens, der Baum soll natürlich nach ein paar Jahren nicht gleich sterben, sondern der soll möglichst lange erhalten bleiben. Wir sehen also, da ist ein gewisser Interessenskonflikt. Also der Apfelbaum hat da seine Ideen und wir haben unsere Ideen und die müssen wir jetzt irgendwie in Übereinstimmung bringen. Und es ist also klar, wir müssen den Baum schneiden. Fragt sich bloß, wann machen wir das am besten? Und damit sind wir schon bei Frage Nummer 2. Wann ist der beste Schnittzeitpunkt? Und klar, man sieht überall, im Winter werden Bäume geschnitten. Die Frage ist nur, ist das sinnvoll? Klar, es ist deshalb sinnvoll, weil im Winter sind die Blätter weg. Da sieht man besser, wie die Äste und die Zweige zueinander stehen und kann natürlich besser den Baum formen oder auch ausgleichen. Aus vegetationstechnischer Sicht allerdings ist es bewiesen, dass ein Winterschnitt immer ein starkes Wachstum hervorbringt. Und ein Sommerschnitt hingegen, der bewirkt einen nicht ganz so starken Nachtrieb. Wenn wir dieses Wissen nützen, dann müssen wir doch klar sagen, okay, wenn ich einen kleinen Baum habe, der noch kräftig wachsen soll, dann schneide ich den bewusst im Winter. Und wenn ich aber einen alten Apfelbaum habe oder einen, der schon groß ist und der die Größe erreicht hat, die er eigentlich haben soll, dann kann ich auch gern im Sommer schneiden. Also Winterschnitt gerne für Bäume, die noch wachsen sollen, Sommerschnitt gerne für Bäume, die nicht so stark wachsen sollen. Und damit zur Frage Nummer 3, wie geht das Obstbaumschnitt? Und wir haben vorher 3 Punkte genannt, nämlich erstens, der Baum soll nicht zu groß werden, zweitens, die Früchte sollen schön groß sein und drittens, wir wollen einen Baum, der alt wird und der gesund bleibt. Und anhand von diesen 3 Punkten erkläre ich dir jetzt 3 Kniffe, die wichtig sind beim Obstbaumschneiden. Und ich habe dir hier mal einen Zweig mitgebracht und du siehst hier, der ist dieses Jahr ein ganz schönes Stück gewachsen, mein Apfelbaum. Und Leute, die das Gefühl haben, der Baum wird zu groß, die gehen dann her und schneiden überall am Baum, sozusagen überall die Spitzen so um die Hälfte ab, weil sie denken, lieber nicht so stark schneiden, sondern nur ein bisschen, das tut dem Baum gut und genau das ist falsch. Die Regel heißt ableiten, nicht anschneiden. Also anschneiden wäre hier so ein Kappschnitt auf freier Bahn. Das machen wir nicht, sondern wir leiten ab und das heißt, wir schauen nach einem etwas kleineren Zweig, der drunter sitzt und genau darüber, da schneiden wir. Das heißt, der Saftstrom, der hier hochkommt, der wird dann umgeleitet in einen schwächeren Zweig.
Und das ist das Optimale. Im Prinzip kannst du das vergleichen wie mit einer Märklin-Eisenbahn. Kennst du das, wo man so die Weichen verstellen kann? Wer der Zug links oder rechts? Und genauso ist es auch bei dem Ableiten. Also du kannst dich entscheiden, ne? Soll der Saftstrom weiterhin in den großen Zweig gehen oder lieber in den schwachen? Und wenn du hier schneidest, dann leitest du den Saft um. Und wenn du hier auf freier Bahn einfach das Gleis bei der Märklin-Eisenbahn wegmachst, dann gibt es hier einen Unfall. Und das passiert hier auch, wenn du hier schneidest, weil dann gibt es so einen Besenwuchs und den will keiner. Weil der kostet bloß Energie und der nimmt Licht weg. Das macht alles gar keinen Sinn, auf so einer halben Länge einfach abzuschneiden. Also, erste Regel, ableiten statt anschneiden. Punkt Nummer 2 war, wir wollen große Früchte bekommen. Und wie kriegen wir das jetzt hin, dass der Baum nicht viele kleine Früchte kriegt, sondern möglichst wenige, aber große Früchte. Und auch hier habe ich dir einen Zweig mitgebracht. Und zwar siehst du hier so alles Mögliche. Da wächst also da was raus und hier was raus und da was raus. Und da ist es jetzt einfach hilfreich, wenn man die Zweigmasse reduziert. Das heißt, von den vielen Fruchttrieben müssen wir einfach was wegschneiden. Fruchttriebe, du siehst also, es gibt hier Zweigknospen, also man es erkennen kann, die sind klein und flach. Das sind also Blattknospen. Und da gibt es Knospen, die sind hier relativ dick. Und das sind die Blütenknospen und die geben dann später die Früchte. Also an diesem Zweig könnten wir zum Beispiel sagen, okay, hier gibt es einen Teilbereich und hier gibt es einen Teilbereich. Und dann gehen wir her und schneiden zum Beispiel diesen Teilbereich hier ab. Da gilt es wieder wie vorher, also direkt hier drüber schneiden, also nicht irgendeinen Stummel stehen lassen, sondern direkt abschneiden. Das bewirkt, dass wir Masse reduzieren. Das heißt, dann wachsen hier keine Früchte und an dem Bereich, da wachsen dann Früchte. Wenn wir wollen, können wir den Bereich jetzt auch nochmal einkürzen, zum Beispiel hier wieder auf so einen Zweig, der nach außen geht, können wir hier zum Beispiel wieder ableiten. Dann haben wir praktisch das Reduzieren und das Ableiten gemacht und bewirken, dass zum Schluss weniger Knospen übrig bleiben und wir bewirken dadurch, dass wir dann im Folgejahr größere Früchte bekommen. Und der dritte Punkt ist, wir wollen einen Baum, der möglichst lange lebt und der gesund bleibt. Und das erreichen wir halt durch einen regelmäßigen Rückschnitt in allen Bereichen und da nicht nur mit der Schere so die dünnen Zweige reduzieren, sondern ruhig auch mal so 2, 3, 4 cm dicke Äste zurücksägen, dass der Baum auch immer mal wieder von unten nachtreibt. Das bewirkt, dass der auch im Alter jung und wüchsig bleibt. Dann hast du auch nach langen Jahren noch einen Baum, der fit ist und gute Früchte bringt. Fassen wir kurz zusammen, was wir soeben besprochen haben. Wir hatten 3 Punkte. Punkt 1 war, Bäume wollen groß und stark werden und wir Menschen, wir wollen, dass die Bäume nicht so groß werden. Und das erreichen wir, indem wir nicht überall rumschnipfeln, sondern dass wir die Regel beachten, nicht anschneiden, sondern ableiten. Punkt Nummer 2 war, Bäume wollen viele Früchte bringen und sich oft vermehren und wir wollen lieber weniger, aber große Früchte. Das erreichen wir, indem wir Zweige reduzieren und dadurch den Saftstrom auf gezielt die Triebe umleiten, die Früchte hervorbringen. Und Punkt Nummer 3 war, Bäume wollen von sich aus irgendwann sterben und wir wollen, dass die Bäume möglichst lange leben. Und deswegen müssen wir ab und zu auch mal so 3 bis 4 cm dicke Äste absägen, damit die Bäume sich ein bisschen verjüngen, damit die auch im Alter noch fit sind und Früchte bringen. Wenn du das beachtest, dann hast du schon sehr viel gewonnen und ich bin sicher, wenn du das anwendest, dann hast auch du über lange Sicht gesunde Bäume. Ach so, wichtig war noch, wenn wir im Winter schneiden, dann erzeugen wir einen starken Wuchs. Das machen wir also gerade bei Jungbäumen. Und wenn wir im Sommer schneiden, dann bewirken wir, dass wir nicht so einen starken Nachwuchs bekommen und deswegen könnten wir das bei älteren Bäumen anwenden. Wenn du jetzt sagst, das war ja interessant, aber ich habe noch gar keinen Apfelbaum, hier findest du ein Video zum Thema So geht Obstbaumpflanzung. Schau da gerne mal rein und wenn dich das Thema Obstbäume noch mehr interessiert, dann empfehle ich dir, hol dir doch meinen Online-Kurs. Da findest du nochmal alle Details sehr ausführlich erklärt. Das Schöne ist, wenn du dir einen Online-Kurs holst, dann unterstützt du und unterstützen wir ein soziales Projekt. Infos findest du immer unter www.draußen-helden.de. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem oder anderen Online-Kurs wiedersehen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dieses Video bis hier geschaut hast und wünsche dir ganz viel Spaß beim Obstbaumschnitt in deinem Garten. Und denk immer dran, wer den Garten selbst erstellt, der ist per se ein Draußenheld. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein Freunde, dein Thomas.